Jo Leute, was geht? Liquidatoren-Event seit heute im Game mit leichten DICE-typischen Startschwierigkeiten. Man kennt es ja, Patch, Rollout und naja, dann geht irgendwas schief, irgendwas funktioniert nicht und dann müssen sie nochmal Wartungsarbeiten reinstecken. Wir kennen es ja mittlerweile. Ich weiß nicht, ob die ihre Patches nie selber testen, bevor sie launchen, aber scheinbar nicht. Und dementsprechend rechne ich jetzt schon wieder mit dem einen oder anderen Meme dazu, das uns mit Sicherheit in Kürze ereilen wird. Nichtsdestotrotz, Liquidatoren-Event ist on. Dazu schauen wir mal, was es im Pay-to-Win-Shop gibt. Pay-to-Win ist es natürlich nicht wirklich, aber so die coolen Sachen im Store, da muss man auf jeden Fall reincashen oder ordentlich Punkte grinden, dass man sich das leisten kann. Zusätzlich gibt es einen Patch 2.1.1, da gibt es die ein oder andere Waffen-Balance-Änderung und auch noch den ein oder anderen weiteren Punkt. Das schauen wir uns in Summe an und bevor wir uns mit dem Pay-Gap oder den Skins beschäftigen, gehen wir erstmal auf den Patch 2.1.1 um. Also im Wesentlichen werden die Waffen M16A3 und M60E4 angepackt, also die werden vom Rückstoßverhalten und vom Balancing gebufft, also Rückstoßverhalten geringer geworden und das Balancing an sich der Waffen wird mehr ausgeglichen. Die K30 und MP9, also sprich die Rasierapparate in der SMG-Klasse, die sind genervt worden, also die sollen jetzt auf mittlerer und weiterer Distanz weniger Schaden machen und dafür natürlich auf Nahkampfdistanz ordentlich durchrasieren, so wie es sich für MP gehört. Ich hoffe mal, dass die K30 und MP9, also die waren schon stark genug, so gefühlt One Burst, dass sie jetzt nicht noch stärker sind. Dann gibt es das ADS-Problem, das kennt vielleicht auch der ein oder andere. Man steigt aus dem Fahrzeug aus und das immer in Verbindung mit einem Untergewehr, Granatwerfer oder sowas. Sobald man sowas an der Waffe hatte, konnte man nicht mehr ins ADS gehen, warum auch immer. Und ganz wichtig für die Controller-Spieler unter euch, es ist etwas an der Hitrack optimiert worden, weil durchaus auch DICE festgestellt hat, dass diverse Schüsse, obwohl sie hätten ankommen müssen im Controller, inwieweit das mit dem Controller an sich nur zusammenhängt, das kann ich euch leider nicht beantworten. Die haben auf jeden Fall nicht connected und deswegen ist das Ganze auch angepasst worden. Und diese Anpassung, die bezog sich allen voran auf das Dauerfeuer, dass da einfach die Schüsse nicht connected haben und entsprechend ist das jetzt angepasst worden. Es gibt den ein oder anderen Bugfix, was die Karten betrifft. K30 ja und MP9, das geht jetzt alles in Richtung. Da ist nämlich die Streuung angehoben worden bei beiden und der Spread, der macht sich dann deutlich eben auf der Distanz bemerkbar. Das gilt sowohl für die K30 als auch die MP9, die M16A3 und eben die M60E4. Da ist der Basisrückstoß jeweils reduziert worden. Wie schon eingangs gesagt, ja, und Multiplikator ist zunächst mal reduziert worden. Streuung pro Schuss bei ADS reduziert. Also die sind in Summe gebufft worden. Das war es im Endeffekt schon mit den, ich sag mal, Waffenbuffs. Jetzt werfen wir nochmal einen Blick auf die ganzen Skins, die wir mit dem neuen Update mit reinbekommen haben. Wo ich jetzt sagen muss, das sieht so an sich schon alles relativ lässig und cool aus. So ein bisschen Halloween-Style hier mit den Eishockey-Masken, aber trotzdem absolut ansehnlich. Kann man sich auf jeden Fall geben, habe ich auch Bock drauf. Aber ihr seht schon, diese ganzen legendären Skins mit dem Gold-Frame hinterlegt, bezieht sich natürlich darauf, dass ihr Battle Points ausgeben müsst. Und jetzt für so ein Bundle 1750 Punkte, ihr seht's, die habe ich mir jetzt noch nicht mal mit S65 Level ergrinden können. Ja, für ein Bundle, ja, guten Morgen würde ich mal sagen. Also das ist schon eine ganz geschmackige Geschichte und ich weiß nicht, was DICE sich da erwartet, ob da die Leute reincashen. Finde ich schon ziemlich krass, um ehrlich zu sein, weil sieht nice aus, ist nur Cosmetic, aber irgendwie wäre es schon schön gewesen, wenn man sich da das ein oder andere dann doch auch selber hätte gönnen können. Das ist aber nicht der Fall. Also scheinbar ist man jetzt mit den ganzen Patches, hätte man jetzt auch mal sagen können, so als kleines Entschuldigung an die Community, komm, wir hauen euch mal hier auch ein paar von den richtig nicen Skins kostenfrei raus. Haben wir so natürlich nicht bekommen, ist aber so. Was sollen wir machen? Regen wir uns nicht drüber auf. Jetzt geht es vielmehr darum, was kann denn der neue Modus, nämlich Trupperoberung. Und ich habe es ja in meinem vorherangegangenen Video schon gesagt, ich habe da Bock drauf, ich freue mich drauf. In der ersten Woche ist es jetzt nur mal 8 versus 8. Da muss man sehen, ob die Karten dann dafür nicht zu groß sind oder ob sich das gut spielen lässt. Ich muss sagen, ich habe bis jetzt 2 Runden gespielt. Davon war eine sehr, sehr nice und eine ging so. Da hat man ein bisschen länger suchen müssen. Da war der Kartenausschnitt wahrscheinlich dann doch einen Tacken zu groß. Aber in Summe ist es auf jeden Fall ein Modus, der Potenzial hat und wo ich mich jetzt auch wirklich in nächster Zeit sehe. Und dementsprechend würde ich sagen, seid ihr jetzt auf jeden Fall auf dem neuesten Stand. Packt mir gerne euer Feedback zu Skins, zum Spielmodus, zur weiteren Vorgehensweise und so weiter in die Kommentare. Und ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall zum nächsten Video bzw. zum nächsten Livestream. As always, haltet die Ohren steif und bis dann, euer A-Team.